Herzlich willkommen, es ist Mittwochabend 19 Uhr und wir sind wieder live auf Twitch und da ist unser Surprise-Gast, Adrian Platzgummer. Applaus, Applaus, Applaus. Und ich sehe gerade, es leckt ein wenig, kann das sein? Ist es bei euch auch verzögert? Das wäre nämlich sehr doof, weil dann müssten wir hier die Einstellung ändern und notfalls nochmal den ganzen Stream starten. Aber ich hoffe, bei euch kommt alles gut an und wenn was nicht passt, dann schreibt ihr es bitte rein. Aber bei uns schaut es so aus, als ob es little... Yeah, it is. It's not sync. But What is the German word you use? Lagging? No. That's not a German word, is it? Verzögert. Verzögert. I've never heard that before. Sehr gut. Schön, dass es in Berlin gut läuft. Das hören wir gerne. Ja, also, unser Gast heute, Adrian Platzgummer, und natürlich auf meiner rechten Seite Sean Shelton. Auch für dich ein Applaus, Sean. Oh, that's nice. Paul, auch für dich einen Ja. großen Applaus. Ja. Dankeschön. Super, Hauptsache Applaus. Genau. First question of the night. How was your day? How are you feeling, Sean? Pretty good. Good. Wie geht's? Relaxed. I had a pretty So good day. communicative. It's been a lot of time in the office today. Had a productive day, which is always good. And then I'm gonna go run a 3-9 shuttle tonight. So I feel good. And squatting 250. No, last time I squatted was like 2019, and once you hit like the 350 kilo mark, it's like you really have to maintain. You focus on other things. There's no. Once you're at the top of the pyramid, there's nowhere else to go. I mean, the bar is still bent from that squat. That's what I mean. You did. That's what I mean. I'm actually like forbidden from Olympia World. Because you broke the bar? Yeah, it's just there's not enough weight. Whatever. Can I have a quick story? Can I have a quick story? Can I tell a quick story? Of course. Please. In college, the guy who busted his knees up, Yeah. pro squatting, at one point he was testing in college, and I forget how much weight it was, but it was an obscene amount of weight. This guy is like a human hydraulic. And he finished the testing max. So he would do the smelling salts before he lifted. So he'd go, and that, I don't know, you probably know more about it than I do in terms of powerlifting, but it's a jolt of energy, or? Yeah. And it's a head thing. You Yeah. think you It are makes- super... Yeah. And so he completes the rep, and we were going deep. So he had to break parallel on the rep. And he slammed the weight down, and he stormed in and out of the gym yelling, "There's not enough weight! There's not enough weight!" And it was I believed him, actually. It's unbelievable. Übers Weightlifting und Testing reden wir später noch, aber erstmal der Höflichkeitshalber auch an dich, Adrian, die Frage, wie war dein Tag? Wie geht's dir? Stressig. Sehr Stressig? stressiger Arbeitstag. Okay. Seit frühen Morgenstunden in der Kanzlei gewesen, aber jetzt da, wo ich bei euch bin, jetzt geht's mir gut. Und Mein entspannt. Herz geht auf. Sehr schön. So, auf jeden Fall schon mal herzlich willkommen auch an alle Zuschauer. Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute wieder viel vor. Und wir starten gleich mal rein. News around the club. Also, es gibt ein paar Neuigkeiten und wir fangen wie immer bei den News mit Basketball an. Unsere Basketballmannschaft hatte letzten Sonntag das Derby gegen die Kufstein Towers, das Tiroler Derby in der zweiten Basketball-Bundesliga gewonnen. Why booing? Kufstein. Achso. Ja, haben wir gewonnen. Sehr gut. Wir sind weiterhin auf Platz 1. Wer mehr Infos dazu haben will, sollte auf raiders.at gehen. Und auch die Highlights aller Spiele findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Einfach in dem Chat. Ich zeige es euch, wie einfach das geht. Oh no! We are back. Sorry. Oh my God, that was so scary. Also heute geht hier alles drunter und drüber, Freunde. Also heute ist wirklich Vogelwild. So, einfach im Chat YouTube eingeben und dann kommt ihr zum Link von unserem YouTube-Kanal. Lasst ein Follow da und da findet ihr alle Highlights von unserem Basketballspielen, alle Wiederholungen unserer Shows und natürlich in der Zukunft ganz viel Content über unser ELF-Team, über unser AFL-Team, über unseren Verein, über unsere Basketballmannschaften, einfach über alles. Also unbedingt ein Follow da lassen. Ja, Basketball, nächstes Heimspiel am Samstag gegen die Fürstenfeld Panthers ist leider abgesagt. Wir haben leider ein Mini-Corona-Cluster bei uns jetzt in der Basketballmannschaft. Wir hoffen, es geht allen gut. Die Betroffenen sind isoliert und erholen sich, aber aufgrund der positiven Fälle musste erstmal der Trainingsbetrieb eingestellt werden. Bedeutet Pause dabei. Dann
kommen wir zur nächsten großen News. Seit ungefähr 2 Stunden ist der Season Ticket Sale gestartet. Auf www.tickets.raiders.at könnt ihr die Season Tickets für unsere AFL-Mannschaft kaufen. Ja? Zuschlagen gibt es für einen Schnäppchenpreis. Sollte sich jeder gönnen, der die Raiders liebt. Und ab Anfang April starten wir auch gleich mit einem Topspiel, Heimspiel gegen die Vikings in die AFL-Saison. Also unbedingt jetzt das Season-Ticket sichern. Jetzt geht es gleich weiter mit AFL-News. Auf Raiders.at und auch auf football.at findet ihr den aktuellen und auch gültigen Schedule für die AFL-Saison. Wie gesagt, am Anfang April, 1. Aprilwochenende startet die Saison. Am 9. April, glaube ich, erstes Heimspiel gegen die Vikings. Und wird eine spannende Saison, wird eine lange Saison, auch für unser AFL-Team. Und wie gesagt, unbedingt vorbeikommen. Are you going to watch the season opener against the Vikings? Probably. Or are you playing? Maybe? No. I'm pretty much day to day here, Paul, so I don't plan that far ahead. Okay, perfekt. Aber schaust du dir das an? Bestimmt. Ja, natürlich. Ich glaube, da gehen wir alle hin, oder? Ja. Also Raiders gegen Vikings und das in unserem That was the 30-jährigen... answer I should have said. Yeah. Yeah. Ja. Raiders you going? versus Vikings. Just gonna reset. Are you going to Yes, see the game? absolutely. It's Raiders versus Vikings. Wouldn't miss it for the world. It's going to be the first time you watch Raiders against the Vikings. It's gonna be and weird. not playing. It's gonna Yeah. be super weird. Yeah. Can we edit that first answer out? That was not good. You caught me off guard. I wasn't in the pre-show meeting. Und auch die nächste... We have a camp that weekend, so of course I'm here. Yeah, no, the plan is that you guys have the camp and then at night we watch Right. all the game. Yeah. So yes, This is what we're gonna do then. it's gonna be awesome. It would be crazy if somebody leaves and not watch the game. It would be very insulting. Ja. I'm Unser, gonna be in the box. unser AFL-Team hat auch einen amerikanischen Quarterback gesigned, Isaiah Weed. Zuletzt hat er bei den Hildesheim in Raiders gespielt, in Deutschland, davor bei den Kragujevic Wild Boars in Serbien und davor, glaube ich, bei den Aarhus Tigers in Dänemark. Ein sehr interessanter Quarterback, wie ich finde. Lefty. Very athletic. And yeah, it's going to be something new quarterback. Interesting. Yeah. What do you think about him? No, I think it's going to be great for the AFL team. Obviously, to be competitive. I think he brings a level of playmaking and athleticism that is it's going to be super uplifting, because when things maybe break down, he can still make something happen. And that's typically the quarterbacks that do really, really well in Europe, particularly when the inexperienced maybe offense, a new coordinator, well, I guess not new coordinator, but everything, Yeah. they're going to try to gel together. And when things break down early in the season or whatever, he can still make something happen and extend plays and extend drives, which is really, really important. Ohne jetzt europäische und vor allen Dingen österreichische Quarterbacks schlecht zu machen, aber Adrian, wie wichtig war das für dich, als Receiver mit amerikanischen Quarterbacks zusammenzuspielen? Wo ist denn da der Unterschied vielleicht zu einem österreichischen Quarterback? Ja, ich glaube auf jeden Fall im Spielverständnis und einfach in der Erfahrung, wenn man sieht, wie viele Spiele der jetzt schon absolviert hat als Quarterback, wie jung er da schon angefangen hat, und einfach das Level an Erfahrung da mitzubringen, ist speziell, glaube ich, für die jungen oder unerfahreneren Spieler, die auf dem Niveau jetzt vielleicht noch nie gespielt haben oder wenig Spiele bestritten haben, ist das natürlich schon ein riesiger Vorteil. Und ich gehe mal schon davon aus, dass der Isaiah da das Level von den Receivern auch anheben wird, und dass da das Beste rausgeholt wird aus den Jungen. Was ja auch wieder wichtig ist, weil sie sollen da developed werden und vielleicht in 1-2 Jahren dann an den EFL-Kader anschließen und dann da wichtige Rollen zu übernehmen. Und wir hoffen, glaube ich, alle, dass der sehr ein Leader am Feld sein wird und einfach die junge Truppe da in der Hand hat, und von Head Coach und Offensive Coordinator Florian Greim der verlängerte Arm am Feld, und hoffentlich profitieren alle davon. Ich bin aber gespannt, was so ein Lefty, ob da die Receiver... Das ist, Weil es ist schon der anders. Ball dreht sich andersrum, gell? Ja, eben. Der kommt andersrum geflogen. Also das wird am Anfang bestimmt, oder? Für die Ja, Gewöhnung. eben, ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist. Kleiner Fun-Fact: Das letzte Mal, als die Raiders einen Lefty als Quarterback hatten, war 2010. Der Leon Jackson III war auch ein Lefty, und da kann ich mich auch daran erinnern, dass die Receiver und alle sich erstmal daran gewöhnen mussten.
I think it's probably weird. The trajectory is always different. Yeah. Like you said, how it flies, like And it the looks launch different point too. is different. Yeah. I can imagine. Ja. Wird spannend, aber er hat es auch zu einer Football-Karriere am College und in Europa gebracht. Das heißt, er hat was drauf auf jeden Fall. So, alle noch gesund bei euch? Klar, warum nicht? Wer soll sich verletzt haben? Alle gut, alle gesund. Wie schaut es eigentlich mit den Regularien bezüglich AFL und EFL-Roster aus? Dürfen Spieler AFL und EFL spielen? Sie dürfen es, aber sie dürfen es nicht gleichzeitig. Sobald ein AFL-Spieler in den ELF-Roster berufen wird und rein announced wird und in dem Sinne raufgezogen wird, verliert er seinen Spielerpass für das Jahr dann in der österreichischen Liga, was sicherlich eine faire Lösung ist. So können Spieler, zumindest ein Teil der Spieler, mit der AFL starten, trainieren und spielen und schaffen dann vielleicht hinten raus, wenn die AFL-Saison zu Ende geht und dann die ELF-Saison beginnt, dann noch den Sprung in die ELF. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Also, viel passiert, vor allen Dingen in der AFL. Und jetzt kommen wir noch zur Testing Week. Wir haben aktuell Testing Week, wo es auch dann ein cooles Video, kann man schon sagen, ne? Wird ein Video geben, was auf unserem YouTube-Kanal, nochmal Ausrufezeichen YouTube eingeben, kommt jetzt zu unserem YouTube-Kanal, alle abonnieren, jetzt, kostet nichts und hilft uns und ihr kriegt immer den ganzen Content. Dankeschön. Sofort, jetzt. Ausrufezeichen YouTube. Everybody was pointing, so I feel like I have to too. Let's do it at one time, all three together. 1, 2, 3. Jetzt. Do it! Ja, schau, und da hat da Jin Palvin auch gleich YouTube eingegeben. Sehr gut. Also, da müsst ihr auf jeden Fall in Testing Week. Adrian, erklär mal vielleicht unseren Zuschauern so ein bisschen, was Testing Week bei den Raiders bedeutet. Was wird getestet und wo stehen wir heute am Mittwoch, weil es ist ja die ganze Woche Programm. Genau, also Testing Week ist immer so ein Mix aus Kraft, Explosivität und Sprint- oder Laufdrills. Also da ist von Kniebeugen, Umsetzen ganz viel, Bankdrücken und aber eben auch natürlich Weitsprung, 40 Yards und die ganzen kurzen Shuttle, also die Richtungswechsel. Und da haben wir jetzt am Montag den 40er gehabt und Squat, also Kniebeugen. Und heute steht der Rest am Programm, also langer Abend. Langer Abend. Heute anstrengend, aber wird erstmal viel geliftet und dann noch Agility gemacht. Es sind viele Übungen, die ihr vielleicht schon mal bei NFL Combines oder Pro Days gesehen habt, wie eben dieses 40-Yard-Dash, der extrem wichtiger Indikator vor allen Dingen für die Skill Positions ist. Für die Linemen kann man drüber streiten, wie wichtig das ist, ob ein 150-Kilo-Mann 40 Yards mal sprintet am Feld. Das kommt eher selten vor. Aber für die Skill Guys ist es, glaube ich, unabdinglich. Und es ist vor allen Dingen, was ich immer cool finde, ist, die Jungs, ihr hypt euch ja hoch dann. Wer läuft schneller, wer liftet mehr. Also das war schon früher, wo ich noch gespielt habe, so. Und das ist extrem eine coole Woche. Und es zeigt dann auch einfach die Resultate von der Offseason. Die Jungs haben alle schwer geliftet. Wir haben es bei der Folge mit Coach Andreas Bröller gehört, was die Jungs gemacht haben jetzt die ganze Zeit. Und das soll jetzt dann auch so ein bisschen die Belohnung sein. Und danach wechselt ihr ja dann wieder vom Programm in eine andere Phase. Jetzt war eben diese Power Max Phase und das wird jetzt die Woche getestet. Sean, we talked often about your Extreme athleticism. No, I want to do it positive today and not making jokes about it, but about your relationship to lifting and running. Yes. Yeah, and I already said it. You can debate about how important it is for offensive linemen to run 40 yards, but what do you think for you as a quarterback and also for you personally? What was the exercise you liked the most, or the testing part you liked the most? The thing I enjoyed the most when I was lifting and lifting heavy was always power clean. That's what always my best lift. I power cleaned just as much as I squatted, which is not supposed to be the case. It's either a good sign or a bad sign. It's a bad sign for the squat, that's for sure. But a good sign for your explosiveness. Yeah, exactly. So for me, it was the exercise and that was always what was important to me, is how I felt when I moved, and those explosive movements always for me translated to the field more than how much weight I can throw on my back and squat. And obviously, bench for quarterbacks. Most people recommend you don't bench if you're a quarterback. But I think the most applicable for a quarterback is probably more like a pro agility and what is your short space
movement. Pro Agility, für die, die es nicht kennen, man startet in der Mitte, läuft einmal 5 Yards nach rechts, muss mit der Hand den Boden berühren, 5 Yards nach links muss den Boden berühren und sprintet dann durch und diese Zeit wird gemessen. Wo liegen da so unsere Top-Zeiten? What are the top times? If you're around 4, you're really, really fast. Yeah. And I think our best ones are probably 4.41s, 4.2s. That's really, really good. Even in the NFL combine, some guys get under 4 and the 3.9s, and that's like elite. That's elite. But I think that's probably most applicable for at least what we ask of quarterbacks, in terms of being able, in the running game, when I do run the ball, be able to see a hole and get through the hole. And also just in the pocket with being able to move your feet and move in a short box. That's probably the most applicable. So those were the two things I always focus on now. Power clean, not so much, but the other things would be a good indicator of where I'm at in terms of getting into a season and how I can move and body feel. Cool. Adrian, für dich, du bist ja eigentlich, man sagt ja, du bist mit dem Fitnessstudio verheiratet. Es gibt sogar Gerüchte, dass ihr extra unter eurem Haus noch einen extra Keller gegraben habt, um euch eine 40 oder halt 50 Yard Laufbahn einzubauen, dass ihr dort sprinten könnt, du und dein Bruder und deine Schwester. Stimmt das Gerücht? Ich werde mir dazu enthalten. Okay, passt. Aber was ist deine Lieblingsübung? You can't say that we're live. Lieblingsübung, ja. Oder gibt es das überhaupt? Oder ist es für dich das gesamte Programm? What book do you have to pull in the library That the door opens. that the doors open and go into the dungeon? You gotta push a button. Oh, my fault. It's really hard to find. I should have known. Ja, wahrscheinlich umsetzen und so wie der Sean auch gesagt hat, also so Weitsprung, das gefällt mir ganz gut. Ja. Wo man einfach Die explosiv, explosiven die Sachen. Hüftexplosion, das ist wahrscheinlich das Wichtigste und da ist auch meiner Ansicht nach wichtiger wie der Volley Dash, weil so straight line aus dem Dreipunkt starten wahrscheinlich eher selten. Da ist der Bezug zur Praxis eher. Ja, eben. Bei den ganzen explosiven Sachen natürlich viel öfters, weil jemanden blocken, aus dem Sprint rausstarten, das ist natürlich alles viel wichtiger und passiert ja viel öfter als jetzt wirklich, wie du sagst, 40 Yards einfach. It's interesting that the 40 can really like make people millions in the NFL, but it's probably for outside, probably for corner, maybe safety, maybe running back. But outside of those positions, I would say the L drills, the broad jumps, the how explosive you are in 10 to 15 yards is far more applicable than how you can open up and run a 40. Ja, absolut. Kommen wir kurz zu euren Fragen. Do you have a Discord channel? Not right now. If you guys are interested, wenn ihr interessiert seid in einem Discord channel, dann postet doch mal eine 1 rein, weil wenn die Community groß genug ist und viele Leute auf Discord unterwegs sind, dann können wir uns das mal überlegen, einen Discord-Channel zu machen. Wir suchen auch noch einen Moderator für unseren Twitch-Account, also gerne euch melden, wenn ihr Bock auf sowas hättet. Also wer Interesse an einem Discord-Channel hat, einfach mal 1 in den Chat. Und dann sehen wir ja, und vielleicht machen wir das auch bald einmal. What's Discord? Discord is, let's say, the social media of Twitch. Oh, okay. You have channels and you can have like discussions, you can have feeds, news feeds, okay. and with topics, and then you can really bring the community closer to your thing, and it comes from gaming obviously, right. And you can also team speak over it, and you can chat, and yeah, it's a cool thing. Dann könnt ihr auch Termine ansprechen, wann Zeit ihr etwas Neues auf YouTube uploadet. Ja genau, also in der Zukunft wird es so sein, dass wir einen Termin euch sagen werden für die Twitch-Show in Season. Ja, das hängt sehr davon ab, wie der Practice-Schedule ausschaut und auch wie der Game-Schedule ausschaut. Das wird dann von uns veröffentlicht und dann wird meistens 1-2 Tage danach die Show auf YouTube hochgeladen. Genauso wie dann Game-Highlights und genauso wie zum Beispiel Inside the Raiders Shows, Special Shows, Interviews. Vielleicht machen wir mal einen Social Media oder einen YouTube Upload Plan, dass ihr immer wisst, wann was die Woche kommt. Das macht, glaube ich, viel Sinn. Das haben wir auf jeden Fall schon auf dem Zettel. We did a little bit last year, just wasn't so official. Genau. Aber maybe we posted one. No, it's probably not a bad idea. Ja. Und jetzt das Video von der Testing Week wird sicherlich im Laufe nächster Woche kommen, wenn die Resultate alle drin sind, wenn alle Leute getestet haben. Und dann können wir da euch dann die besten Athleten von uns zeigen,
die jetzt beim Testing teilgenommen haben. Da sind alle dabei, also es gibt ja auch noch keinen Official Cut zwischen AFL und ELF-Spielern. Mit Adrian fängt es eigentlich jetzt offiziell an, weil Adrian ist der erste österreichische Spieler, den wir für die ELF announcen. Ersten Raider. Also, welcome to the ELF. Und damit ist er quasi aus dem AFL-Team gecuttet und hat den Cut in die ELF geschafft. Good job, Adrian. Sehr gut. Danke. I'm not gonna Congrats. fist bump you. Yeah, I wasn't expecting one anyway. Why not? Good. Because you got cutted. Ja, it's weinendes und lächelndes Auge. Genau. Und ja, bevor wir zu unserem Adrian Platzgummer kommen, der sicherlich uns noch ganz viel Cooles zu erzählen hat, möchten wir noch auf eine wichtige News eingehen. Und zwar haben wir einen Mann für unser ELF-Team verpflichtet, der hoffentlich auf die Gesundheit von dem hier aufpasst. Toni Koskinen. Yo, Big Tony. Big Tony from Finland, played for the Helsinki Roosters the last seasons und ist, glaube ich, ein absoluter eine Top-Verstärkung für unsere Offensive Line. Und Sean hat, glaube ich, aufgeatmet, als er gehört hat, dass er kommt, weil Yeah, sure. he's a No, Good. he's an impressive looking guy. He was actually here in the fall and worked out with us a little bit and talked. And on top of being what seems to be a really nice guy, although Finnish, you know, how reserved. they're and really quiet funny and they talk a lot. And yeah, really outgoing, Outgoing, people, yeah. Outgoing extroverted. They're so loud. man. Extroverted. They- Yeah, he would just they not light shut up the up. It's room. like, hey, Tony, I asked you how you were doing. I don't need a novel. You know what I mean? But as a player, a very, very impressive looking young man, and not only how he looks, but in terms of movement and hand placement, and you know, for being a 24-year-old lineman, relatively polished, which is not always the case in Europe, and that's a testament to the Roosters. They do a really good job producing a lineman historically. And whole it's kind Finland, of- I think. whole Finland, but Scandinavia, Finland. but the Roosters do a especially good job with that, and on top of that, all these physical characteristics that he has, he's also a very intelligent football player and was able to pick things up really, really fast, which is really important for us because we don't have a ton of time to adjust preseason. It's kind of we got to hit the ground running. So all really, really important attributes for us, and very, very excited to have him. Ja, gehen wir kurz ein bisschen durch seine Bio. Also er ist 24 Jahre alt, hat bei den Helsinki Roosters das Footballspielen gelernt, kommt gebürtig aus Espoo in Finnland. Keine Ahnung, wo das liegt, aber Finnland ist ja groß. Also kann man vielleicht bei Google mal eingeben. You know where Espoo is? It's probably in the south Okay. where 90% of the population is. Ja. Around Helsinki. Where 80% 80% of the population is. Und hat mit 24 schon dreimal den Maple Bowl gewonnen, was quasi der finnische nationale Titel ist. Shout out Roosters. War 2019, was ganz besonders ist für einen Offensive Lineman, Co-MVP vom Maple Bowl. I think they gave it to the entire the offensive offensive line, line, which yeah. again tells you from that club that's kind of a staple. Und er hat mit dem Nationalteam, dem er natürlich auch angehört, 2021 die Bronzemedaille bei der Football-Europameisterschaft gewonnen. Also ein sehr interessanter Spieler und wieder kleiner Fun-Fact aus der History der Raiders. Er ist der zweite finnische Offensive Lineman, den die Raiders hier hatten. Der erste war Arthur Tenenberg. Why you talk? Now I have mixed up the name. Tenenbaum. Tenenberg. Tannenbaum. No, it was Tenenberg. Yeah. It was Tenenberg. Tannenberg. Also from Helsinki, but he played from Porvoo. He played for the Butchers. Genau. Yeah, I think Tony's got a little bit more hair though than Arthur, right? Yeah, Arthur was like me, no hair, But a bulldozer. but a massive bulldozer. Good. Hardest snapper this side of the Atlantic. Sweet Moses. He broke hands, Yeah, fingers. Jesus. Him and Bauer just try to crush people's sternums with snaps. Er hat Center für uns gespielt und er war, aber I think you guys never had a snap fumble. Sure. Oh. I got destroyed. Oh, really? It was against Elmhurst. It was Elmhurst, and I think he snapped. I don't know if the snap was mistimed or if it was just so hard it went through my hands. And then so I turned around and ran for it like 20 And you yards, got hit. and then I tried to pick it up and like do something, Yeah. and just got
As soon as I picked it up, then the ball popped up in the air. And not great. Wer das sehen will, muss auf YouTube einfach mal SWARCO RAIDERS Tirol versus Elmhurst eingeben. Da kommt ihr auf die Highlights. Da hat Arthur Tenberg Center gespielt in der einen Hälfte vom Spiel und ich war sogar der Center in der anderen Hälfte vom Spiel. Und Sean hat Quarterback gespielt und Adrian hat Receiver gespielt. Genau. Wir haben nämlich alle dreimal zusammen gespielt. How cool is that, huh? For 3 years. For a while, yeah. Ja, for a while. Gut, das also zu unserem neuen finnischen Mann. Ich hoffe, er wird uns helfen. Und Sicher. ist ein absolut tolles Add-on zu unserer Mannschaft. Gut, dann kommen wir zu Adrian Platzgummer. Adrian, herzlich willkommen nochmal bei unserer Show, jetzt ganz offiziell, wenn es Interview beginnt. Ja, schön, dass du da bist. Dass du dir vor allen Dingen... How honored are you right now? I am pretty honored. You should I'm be. like, that's pretty elite. Yeah, you're like the 28th guest we've had, so Yes, congratulations. If that's a sign of how important I am to you guys, I'm blessed. Yeah, you beyond words. should blame the person who books the Yeah. guests. Achtung, yeah. I asked AP probably 2 or 3 times in the past and last season, and you were always busy because That you is work true. a lot, you work out a lot, and you have private time, and sometimes you don't want to spend it with us, your private time, and that's why. So it's more of on you. Oh, Exactly. now you put it on me? Yeah, that's great that you flipped that. Oh, yeah, that's awesome. you don't want to sit with us in front of a camera and talk to You people. just hop on whatever. Aber heute haben wir es geschafft, heute ist er da und wir sind unglaublich happy, weil wie gesagt, wir haben mit Adrian lange zusammengespielt, Sean tut es noch und Adrian ist ein absolut wichtiger und wie soll man sagen, ein sehr bekanntes Gesicht in der Raiders-Familie für sehr, sehr lange Zeit. Sein Nachname sagt euch sicherlich was, weil Sandro Platzgummer ist sein Bruder. Deine Schwester seit Jahren, fast schon Jahrzehnten kann man fast sagen, Cheerleaderin bei unserem Verein. Dein Vater unglaublich engagiert seit Jahrzehnten mit verschiedensten Rollen. Selber mal aktiver Flag-Footballer sogar gewesen. Richtig. Ihr habt auch eine Connection zu den Flag-Football-Teams der Universität von Innsbruck. Also ihr seid eine Football-Familie und heute bist du unser Gast. Welch Ehre. So geht's nach. Schön. Ich habe es angedeutet, 20 Jahre im Verein. Wow. Du bist seit 20 Jahren im Verein. Uns gibt es 30 Jahre. 2/3 der Vereinsgeschichte hat Adrian miterlebt. Und da hast du ziemlich viel miterlebt. Du hast eigentlich so fast jeden kommen und gehen sehen, ne? Den es so gab. Ja, also jetzt wenn man so schaut, wer damals mit mir was er angefangen hat. Gibt's keinen mehr, Ja, Greinflow ist glaube ich so ziemlich der einzige, der mir jetzt einfällt, der damals im Verein war. Ja. Der jetzt auch noch, Der jetzt noch eine Rolle hat, ja. Genau, aber sonst. Aber von den Spielern Na, niemand mehr, ne? da ist niemand mehr. Wie war das damals mit 2 Jahren in der U12 zu spielen? Jetzt, ja, Nee, wie alt warst du als... ähm, Wie alt bist du jetzt vielleicht für die jetzt bin ich Zuschauer? Tough to find a 26. helmet. Also du warst 6. Ja. Ja, genau, so mit 5, 6. Ja. Sowas war's. Ja, man hat schon gesehen, am Anfang haben wir am Parkplatz trainiert. Ja. Mit der, was war das,11, U10. U10. Ja, irgendwie so, U10, U11. Und ja, am alten Tivoli noch, Ja. am Parkplatz und dann sieht man halt so nach und nach, wie das alles professioneller wird. Also das Gap zwischen 2002 und 2022, wie die Raiders sich entwickelt haben, ist enorm. Ja, Vom Wahnsinn. Parkplatz zum eigenen Trainingszentrum. Ja, und auch die Spiele von der Kampfmannschaft, von der ersten Mannschaft, damals am alten Tivoli, das waren ein paar hundert Zuschauer, vielleicht in einem Stadion, das jetzt wirklich nicht, Toll war. ja, das ist schön ausgedrückt und dann jetzt zu sehen, wo wir jetzt umgehen, mit wie vielen Zuschauern, in welchem Stadion, welche Gegner, das ist schon welche Struktur einfach, das ist schon Wahnsinn. Ist schon eine geile Zeit, ne? Also da ist schon viel passiert. Any questions from your side? Thus far, no, I'm Okay. really enjoying this stuff. Ja. Du hast dann logischerweise die komplette Laufbahn im Raiders-Nachwuchs mitgemacht. Erzähl mal so ein bisschen, was waren vielleicht deine prägendsten Trainer oder deine prägendsten Jahre für dich als Athlet? Und gab es vielleicht auch mal in diesen, dann in dem Fall 12 Jahren Nachwuchsfootball, den Moment, wo du gesagt hast, nee, eigentlich will ich nicht mehr? Ja, also anfangen so mit dem prägendsten Trainer war sicher der Daniel Dipplinger.
Das war so mein erster Trainer, der war dann doch bis eigentlich meine ganze Nachwuchskarriere über immer so der Trainer. Der Fixpunkt so, ne, der dich eben, begleitet der hat. wirklich, mir und ich weiß noch, der Fabian Seber zum Beispiel, der Ja. hat den auch gehabt und das schwärmt auch immer noch von ihm, also das war sicher... Da darf ich kurz reingrätschen, da gibt es immer einen, was der Daniel Dipplinger war, unser ist ein ehemaliger Manager und auch Spieler der Raiders, und die Dipplinger Familie hat die Raiders sehr geprägt, auch spielermäßig, und der Fabian Seber eben erzählt immer, dass der Daniel euch schon im jungen Alter gesagt, ja, genau. mit Männer. Hey Männer, wie geht's euch angesprochen hat, oder Hey Männer war die Ansprache. Ja, genau. Und der Fabian hat immer erzählt, da habt ihr euch so geehrt gefühlt und so auf einer anderen Ebene schon, und er hat das als absolut positiv rübergebracht, und das war Ja, nein, das ist schon... prägender Mann. Ja, auf jeden Fall. Und ja, also gezweifelt dran, ob ich Football schon weiterspielen will, habe ich eigentlich nie. Nee, ja. Nein, es war immer, ich meine, es hat natürlich gute und schlechtere Jahre gegeben, überhaupt im Nachwuchs, wenn man dann halt manchmal ein bisschen langsamer wächst oder langsamer stärker wird und sowas wie andere, aber so nie dran gezweifelt. Und ja, also dann zu sehen, oder wie schnell man dann eigentlich im Erwachsenen-Football dann angekommen ist mit 16, und dann spielt man einmal im Tivoli, das ist ja schon ein Wahnsinn. Ja. Ich bin neulich durch Zufall durch meine alten Footballbilder mal durchgescrollt, und da gibt's, und ich hoffe, ich habe dich da nicht verwechselt, es gibt ein Bild von der Sideline von 2010, wo ich gespielt habe, wo du schon mit dem Clipboard neben damals Coach Carrillo stehst, oder? Ja, genau, Wo ja. du schon, glaube ich, Snaps mitgeschrieben hast, Ja, oder, genau. oder Plays mitgeschrieben Ich hast. habe halt versucht, irgendwie immer da involviert zu sein, ob das jetzt Plays mitschreiben oder Statistik machen oder Waterball spielen, irgendwas, Also du wo ich warst- halt einfach im Tivoli sein habe können. Und das heißt, dich hat damals schon diese Tivoli-Atmosphäre angefixt, und du wusstest, da will ich spielen. Das Ja, ist ich meine, da war ich schon damals nervös, auf der Sideline zu stehen, Ja. und dann bin ich immer noch ein bisschen so, aber Bauchkribbeln ist immer noch dabei. Das brauch's ja auch. Und dann war die Nachwuchszeit abgeschlossen. Du hast dann die Chance bekommen, auch als Heeressportler deinen Heeresdienst abzuleisten. Warst natürlich auch in allen Junioren-Nationalteams dabei in deiner Zeit, dann im Herren-Nationalteam. Und hast dann zwischendurch, glaube ich, in der Zeit auch schon, oder ein bisschen vorher, glaube ich, schon so einen kleinen Ausflug schon zum Bob gemacht, oder? Mhm. Genau, im 2015 war das, da habe ich dann meine Bob-Karriere gestartet, eben bis 2019, 1920. Und hast quasi, wir haben das von Coach Bröller schon gehört, hast quasi versucht, diese zwei Sportarten zu verbinden, oder? Da sie ja auch ein bisschen azyklisch laufen und Genau. athletisch sehr viele gleiche Phasen Eben, haben. ja. Ne? Also diese Schnelligkeit, Explosivität, Kraft logischerweise braucht man beim Bob. Und hast dann einen guten Ausgleich gefunden. Ja, ne? nein, ich glaube, das hat mir jetzt sportlich gesehen, athletisch auf jeden Fall weit vorgebracht. Mal einfach zu sehen, wie es andere Sportler, und man sieht halt einfach dann im Weltcup, man sieht halt einfach, was so maximal möglich ist. So als Sportler, da sieht man halt Sprinter, die unter 10 Sekunden auf die 100 Meter laufen und ja, trotzdem 100 Kilo wiegen. Ne? ja, Und, eben, und dann gleichzeitig 180 Kilo umsetzen, und das sind einfach, Monster. ja. Jetzt laufen gerade die Olympischen Spiele. Ich habe es versucht zu verfolgen. Ich weiß gar nicht, wie es im Meier läuft, unserem Es hat noch Einser-Piloten. nicht offiziell Hat gestartet. noch nicht gestartet. Und leider ein Anschieber noch in Quarantäne, soweit ich Ja, weiß. genau, eben, Ja. der Sevi Mitterer ist noch in Quarantäne. Und hoffentlich läuft das alles gut, weil der Benny Meier, unser Innsbrucker und auch österreichische eigentlich Medaillenhoffnung, dem läuft es ganz gut im Weltcup. Und Benny, vielleicht siehst du es ja, wir wünschen dir viel Erfolg in Peking, hol Gold für Österreich. Ja. Sorry. The US bobsleigh team is also good. Really? Yeah, not so good as Benny though. But they're still good, Sean. You They are. can still be proud of your country. America! Jamaica is a bobsled team. Cool. So, du warst dann also natürlich logischerweise dann in der Kampfmannschaft, und dann hast du eigentlich eine sehr respektable Karriere bis heute hingelegt und bist eine absolute Stammgröße im Receiver Core der Raiders geworden. Wie würdest du die letzten, sage ich mal jetzt 4, 5, 6 Jahre beschreiben? Bist du schon auf deinem Peak, oder können wir von dir noch mehr erwarten? Ich glaube, dass ich schon ein recht gutes Standardniveau habe, aber es gibt schon jedes Jahr, wo ich mir denke, okay, da war ich jetzt heuer ein bisschen besser wie letztes Jahr, oder so ein bisschen einen Schwerpunkt auf andere Sachen legen,
und man sieht dann schon, es sind halt ein bisschen feinere Sachen und es geht schon immer voran und es wird auch hoffentlich noch vorangehen. Bei Receivern sagt man immer so, der hat gute Hände, er kann gute Routen laufen, er ist ein guter Blocker, er ist schnell. Wo von diesen 4 Sachen würdest du jetzt deine Stärke sehen? Boah, ich versuche eigentlich alles Alles, ja. gut zu können. Bist du ein Perfektionist? Ja. Schon, gell? Ja. Aber meisten Tagen tut man wahrscheinlich blocken. Blocken, ja? Ja, Das blocken, Physische. Ja. Gerade Weil das kann sonst niemand und alle immer so Diva, rein. niemanden berühren und dann. Gerade als Slot-Receiver hat man doch den ein oder anderen Linebacker, den man mal blocken muss und dann eben. fühlt sich schon gut an, ne? Mal mit 5 Yards gut Anlauf, wenn jemand reinlaufen. Passt. Da gibt es andere, die dann eher ein bisschen einzucken, ne? Sean, where would you see the strengths of Adrian? Is it speed, hands, routes or blocking? I think routes. Yeah? I think routes is above blocking. Yeah. Nowadays. I think That's before true. maybe blocking was better. Not that you're a bad blocker, but I think the thing that he's worked on and what he admits to the other receivers and kind of passes along is route running is really an art, and it's something that it takes a lot of time to develop and be able to set up routes and how to stem people and how to attack defenders. And I think that's something in Europe that is pretty rare when you have a guy who's able to strategically attack a defense and knows where he wants to be and how to set it up. So I think that's probably the biggest strength is manipulating defenders via his routes. Cool. Over the last Thank you, Sean. You're welcome. 7 years, you probably throwed around 5.8 million balls to Adrian. Is there a connection between you guys? Is it something, because you said he runs pretty good routes. Yeah. Is it like, okay, I know Adrian is there, runs this Yeah. route. I can trust him, and It's not. It's to the point where I can read his body language. Like I know how he's gonna run a route based on how he's running the route. If he's gonna come out of the break fast, if he's gonna come out of it slow, because of his body language, and I think we see coverage the same. So oftentimes when we come to the sideline, it's like, hey, this happened, this, and it's always, yeah, I saw that too. Yeah, the next time we're gonna do this or whatever the case. And may sometimes our eyes meet. be. Yeah. And we just know. Uh-huh. Okay, Yeah, I yeah. know what you want. Yeah, exactly. Want, It's like, hey, next window. Yeah. You know, it's like, or so between him and Fabi, it's really, and that's the thing that I don't think people really realize until you play quarterback or receiver at higher levels, is that just there's no substitute to time in that. You know, it's purely experience. Because I mean, you joke when you say 5.8 balls, but I don't know how many passes I've thrown in my life, and I don't know how many balls But I've thrown it's a lot. Fabi, and I don't know how many but balls. it goes into the thousands. For sure. Yeah. Not I mean multiple thousands. Yeah. And even in a game, it's hundreds of completions in a game. Hey, Kylie. And Kyle just tuned in. yeah, I see him. Hey, Kyle. Kyle. 12-12 because he's double fan of Sean Shelton. But it's all these little minute things that, you know, experience just is the only way to develop that. Is repping it together for a long period of time. Von deiner Seite aus, ich meine, du hast selber im Nachwuchs für Quarterback gespielt. Wie wichtig ist es für dich jetzt über die letzten Jahre gewesen? Wie hat sich die Entwicklung zu Sean, die Verbindung zu Sean entwickelt, und wie happy bist du, dass Sean auch dieses Jahr unser Quarterback ist? Ja, natürlich auch wahnsinnig wichtig, weil wir einfach jedes Jahr auf einem viel höheren Niveau wieder starten können. Und es ist nicht, dass man jetzt wieder Chemie finden muss und schauen, okay, das läuft so und so, sondern wir wissen, wie wir das im Austin Bowl gelaufen sind, und dann legen wir jedes Jahr wieder ein bisschen mehr drauf. Und das ist. It was funny, we had a couple of new receivers in fall camp, and I was joking, but I was actually a little bit serious. I didn't throw AP or Fabi very many balls, because it's like, yeah, We know I it. know where you guys are going to be. I know what you guys see. I want to see how the other guys move. So there is a love story, right, between you guys. A love story outside from love. I mean, a connection, a pretty good
thing between you guys. Absolutely. You and the experienced receivers we have in our squad. No, I'm trying to think of another player. Well, it's obviously on the field, but it's also personally as well. Yeah. You guys are friends. Yeah, exactly. And it's kind of interesting because we also both, in 2015 when I came here, I was 23, and Abe was. You were born in 1991. Somebody. I saw that. I saw that. That's correct. And you were 19, I was 20? 20, yeah. Yeah. And so, we were both young men, and it's kind of interesting to see. And Vince is the same, right? He all came at that same time. And so through these last 7 years, it's kind of been a progression where we've gone from young men to men with all the turbulences in between that, professionally and on the field, and all those battle wounds and experience and scars and celebration, highs and lows. It just naturally creates, love, I would say. That's nice. That's romantic. Really romantic. Yep, that's nice. Moving on. Okay, cool. Yeah. No, and also what's also really nice is that Elias wrote, I hope the date is correct, because I actually wrote your Wikipedia article. You have a Wikipedia article now. Elias wrote your Wikipedia article. Are you serious? Please Google it. Elias, you wrote a wiki for me? If you did, I'm retiring on the moment because my only... I hope there's a category head size humongous. Sean Shelton. there is some. Holy... Look at this. Go to the first line. Go to the first line. What's this say? Show me begin to sign it off. As fullback. Yes. Yes. How did you know this? No, because we were talking in the stream about it. Yeah, but Elias, I'm in awe. I'm really honored. Did you do all of this? That's freaking awesome. That's so much. Look at You this. did not write all of this. Elias, respect. And look at the Thank you, links. man. Sheldon, Yeah. Luke ein paar Mal. Yeah. Sheldon ist mit einer Österreicherin verheiratet. Das Paar hat ein gemeinsames I'm a Kind. little bit scared actually. How did you get all this information? Wow. This is awful. Is this my thank you for not putting the interceptions, Elias, for my college career. Thank you so much. Crazy. I'm very honored. Thank you so much. Welcome to the Yeah, but I didn't have one. This is new. I've always looked because I think Kyle had one and I called it and made a big deal. And I was like, dude, you have a wiki. Like it's over for you. It's all downhill from here. Like you made it. Is this And right? I never had one. Size and Yeah, everything's right. Ellencore, Turku 2015. Somebody did a lot. Elias, you did a lot of research and you listened to a lot of Pirates Cove shows because there are probably details in there we only said in here. Probably. Cool. Very cool. Stalking is forbidden in Austria. Just kidding. Awesome work. Yeah, no, that's the high school stuff is very impressive. I'm not sure how you got that. Nice. Back to Adrian. I'm shocked. Yeah. I'm really shocked. That's awesome. Yes. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. You guys need to go lifting in 15 minutes. So, let's move on. Yeah. No, you're right. We gotta. Die ILF steht vor der Tür. Adrian, du hast, wie gesagt, 20 Jahre von Raiders Football, 20 Jahre österreichischen und europäischen Football hautnah miterlebt. Wie ist es für dich als österreichischer Homegrown-Player, diesen Schritt jetzt mitzuerleben in eine semi-professionelle Liga und was für Chancen hat das vor allen Dingen für dich und für den Verein aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, das eröffnet einfach neue Möglichkeiten und es bietet uns einfach die Möglichkeit, gegen die Teams und Spieler zu spielen, gegen die man gerne spielt und was Spaß macht, eben international. Wir haben jedes Jahr international schon gespielt, aber da jetzt wirklich jede Woche gegen ganz neue Spieler, neue Teams, neue Coaches in neuen Städten zu spielen, das ist einfach wahnsinnig spannend. Ja. Und einfach zu sehen, wer jetzt so in den ELF-Teams spielt. Also ich glaube, da konzentriert sich wirklich das gesamte Football-Talent in Europa
auf die paar Teams in der ELF und das ist schon richtig cool. Geile Geschichte auf jeden Fall. Was würdest du so sagen? Du hast ja auch als Teamkapitän, das haben wir vergessen zu erwähnen, du bist seit einigen Jahren auch Kapitän in der Offense und Teamkapitän. Du hast diesen Prozess auch im Verein miterlebt, wo es zu der Entscheidung kam, treten wir der ELF bei oder nicht, und hast mit vielen Spielern gesprochen und so weiter und so weiter. Wie würdest du sagen, was haben die Jungs so dazu gesagt, was waren so wichtige Punkte, warum ihr gesagt habt, da wollen wir dabei sein? Ich glaube, es war nie, also ich muss sagen, ich habe mit kein einziger hat mir gesagt, nein, er hat keine Lust drauf oder es ist ihm zu viel oder zu stressig, sondern jeder war echt sofort, ja, machen wir das ist cool und das wollen wir und neue Challenge, und man sieht es jetzt auch in der Offseason oder während den Testings, da sind einfach die Motivation von jedem Einzelnen ist einfach größer und jeder weiß, er muss noch mehr tun wie sonst. Und ich glaube, das hat schon ein bisschen einen Boom ausgelöst und gibt schon noch mehr überhaupt, dass jetzt ein bisschen mehr Konkurrenz ist, dass man jetzt jemanden Europäer auch holen kann. Man weiß, dass man jetzt, auch wenn es gute Österreicher gibt, aber man weiß, dass man halt immer in Konkurrenz auch zum Europäer steht. Ja. Und dass man sich da wirklich anstrengen muss und sonst verliert man seinen Spot. Ja, und das ist absolut cool und ist spannend und pusht uns natürlich nach vorne. Wir haben 3-4 Fragen reingekriegt. How many players are already signed to the ELF roster like Adrian, who are already promoted? Adrian is the first one from our Austrian players, from our local guys. He will be officially also announced tomorrow via social media and also via our homepage. And many will follow, but for the moment it's only Adrian, and you guys have to wait still a little bit. Yeah, and to answer the question more directly, it's still a bit of a competition. You know, I think people can expect the normal faces that they've seen of the AFL for the last few years, but you know the roster is not fixed yet. There's still competitions for several roster spots, and we'll see how that plays out over the next few weeks. Mhm. Wie viele Spieler sind zurzeit in der U18? Leider etwas zu wenig. Wir brauchen mehr. Wenn ihr 18, 17 oder 16 Jahre alt seid oder auch noch jünger oder egal wie alt, kommt zu den Raiders. Wenn ihr Familienmitglieder habt, die im Nachwuchsalter sind, kommt zu den Raiders. Wir suchen ständig Nachwuchs und gerade in der U18 benötigen wir absolut Hilfe. Absolutely. Und sind schon wirklich, Yeah. No, also wir brauchen Spieler. We're in the mid-20s at the moment, and we're always pushing for 30, 35 would be ideal. So if you're interested, please contact us, and we'll get you signed up. Jakob, are you going to announce all the players that are going to be promoted? Most of them, I think. And down the road, It probably won't be what other teams have done from a social media plan in terms of every single player being an individual post or whatever. But yeah, the roster will eventually be of course, and every player will be mentioned somehow. Of course. Ja. Gut. Du hast als Spieler mit den Raiders schon viele Erfolge feiern können, Adrian, auch als Nachwuchsspieler, Nationalmannschaftsspieler. Deine Hände sind auch mit Ringen bestückt. Aber was sind deine Ziele für dieses Jahr persönlich? Und wie würdest du auch die Ziele jetzt für die Mannschaft vielleicht definieren als Teamkapitän? Als Mannschaft ist natürlich immer gewinnen. Also das ist, glaube ich, das einzige Ziel, was es gibt. Und für mich persönlich, habe ich noch nie gehabt ich möchte so viele Touchdowns machen und so viele Catches und so weiter, sondern mein Ziel ist es eigentlich, also ich sehe es halt als Kapitän, ich möchte einen guten Job machen mit dem Anführen vom Team, dass wir eine super Teamchemie haben, dass wir super Trainings haben, dass wir einen hohen Standard haben an Football, den wir spielen, und dass ich sozusagen meine Aufgabe als Captain bestmöglich mache und nicht unbedingt als Spieler am Feld jetzt. Our receivers aren't really staffers. Yeah. I say staff. Yeah. So. Yeah, which is really cool because you care more about the team than for yourself. Ja. Und ein Ziel sollte es natürlich auch sein, dass du gesund bleibst und dir nichts passiert. Aber dafür trainierst du ja fleißig und stärkst und stählst deinen Körper, damit du möglichen Ouchies aus dem Weg gehst.
du hast natürlich auch ein Leben neben dem Football. What? Dürfen unsere Zuschauer erfahren, was du beruflich machst? Ich bin in einer Rechtsanwaltskanzlei, also Rechtsanwaltsanwärter. Das ist sozusagen jemand, der beim Rechtsanwalt angestellt ist und gerade in der Berufsausbildung zum Rechtsanwalt steht. Also, wenn ihr einen guten Rechtsanwalt braucht, der alles für euch gibt, seine Stärken sind vermutlich wie bei 90% aller Anwälte Vertragsrecht, oder? Bin ich da richtig? Vertragsrecht ist nicht meines. Na, was machst du gerne? Was ist deins? Wo du sagst, das taugt dir, dich damit zu beschäftigen? Strafrecht. Versicherungsrecht. Versicherung, also richtig spannend. Für und gegen die Versicherung. Gegen ist immer gut, ne? Die Versicherungen sind nämlich Gauner. Ja, das sind Businesses. It was so funny. We were on the bus and we're renovating my home at the moment. And Don't say everything on the internet because it will be on your Wikipedia. Yeah, no kidding. At the Sean moment, Schelting is building a house. renovating a house at the moment somewhere in Tirol. And I was talking about, hey, how cool would it be to put a jacuzzi on my balcony? And AP was like, yeah, really expensive insurance. So you really have to think about this, you know. I'm like, AP, shut up. Like, really, like every time I see the place where I want to put it, I think of AP going, it doesn't work. Yeah, you need the insurance. It's going to be really expensive. You got to think about the weight-bearing aspects of the balcony. It's like, Also wer ein Problem mit der Versicherung hat und einen guten Anwalt braucht, okay, der schreibt uns eine E-Mail und wir connecten euch mit Adrian und der vertritt euch gegen die Versicherungen und sagt euch, wie schwer euer Jacuzzi am Balkon sein darf. Jakob, you're gonna have to be patient. Ja. Maybe it's gonna be a center. Or It snaps really fast. really fast. Yeah, it's gonna be a goal line fullback. Sorry, I'm late. Today, will you play the AFL game also in Tivoli Stadium? No, the AFL game is going to be in the Football Zentrum, and for you, check the ticket sale started just before the show, so you guys can buy your season ticket for the AFL already. Gut, Adrian, dann kommen wir jetzt wirklich langsam zum Ende. Wir kommen zu unseren Entweder-Oder-Fragen und ihr könnt gerne noch Fragen in den Chat schreiben, wenn ihr Fragen an Sean, mich oder Adrian habt. Und dabei legen wir hier mal los. Comedy oder Drama? Comedy? Echt? I should have. Really? Were you surprised? I should have guessed these ones. I wonder how many I would have got right. Hund oder Katze? Hund? Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade? Ooh, I would have got that one. Really? Rucksack oder Koffer? Rucksack? Fußball oder Formel 1? Fußball? Mercedes oder BMW? Mercedes? Puzzeln oder Fernsehen? Fernsehen? Tee oder Kaffee? Tee? McDonald's oder Burger King? Weder noch. Ja, McDonald's. Good for you. Auto oder Fahrrad? Auto? Bier oder Wein? Radler? Gute Mischung. Feiern oder chillen? Feiern? Schwarz oder weiß? Schwarz? Sommer oder Winter? Sommer? Superman oder Batman? Batman? Berge oder Meer? Berge? Obst. Wer hat da jemals irgendein Tiroler? Der Meer Sandro hat mehr. Nein, der Sandro hat. No, there's been a couple. Echt? Yeah, yeah. I don't know if they were Tirolian Shame. or. Ja. Obst oder Gemüse? Gemüse? Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Reisen oder zu Hause? Zu Hause? That was a very quick orderly answer. Yeah, I mean, as a lawyer, you must Yeah, be yeah, ordentlich. of If course. not, you're the lawyer of Better call Saul. ja, ja. Haus oder Wohnung? Wohnung? Kochen oder was bestellen? Kochen? Land oder Stadt? Land? Schwitzen oder frieren? Schwitzen? Basketball oder Football? Football? Cheerleading oder Cheerdance? Cheerleading? I don't 100% understand the schwitzen or the frieren. Yeah, question. Like, I do you don't know. prefer it warm or cold? Yeah. But that's the summer or the winter question, isn't it? Yeah, but or do you like to sweat or do you like to be outside Do in the you, cold? Do you like- prefer it being too hot or too cold? Yeah, Yeah. do you prefer to work out and sweat or do you prefer to stand in a walk-in Yeah. refrigerator? PlayStation oder Xbox? PlayStation. Sehr gut. Das war dann noch eine Frage aus dem Chat. Gut, kommen wir zum
vorletzten Thema. Super Bowl steht an. Super Bowl Sunday. Go Joe. Go Joe. Wir werden uns den Super Bowl leider nicht bei einer Super Bowl Party anschauen können, weil nach wie vor die Sperrstunde zählt und die Super Bowl Partys Land auf, Land unter abgesagt sind. Deswegen werden wir uns da nicht sehen können, aber natürlich schauen wir uns das zu Hause an. Mancher vielleicht in der Wiederholung, weil er den Schlaf braucht, mancher vielleicht live. Aber wir werden hoffentlich ein spannendes Spiel sehen. Und der Super Bowl ist in LA. Es spielen die LA Rams gegen die Cincinnati Bengals. Who is your favorite, Adrian? I'm going with the Bengals. Joe Burrow and Jamar Chase. Same. They're not supposed to be there. Yeah, they're really not supposed to. I keep saying like, because I have family from Kansas City, so it's like, oh, Kansas City's gonna, and the Titans were supposed to beat them. Yeah. I'm like, every game, it would have been so cool if the Bengals would have won. Mhm. Ich bin ähnlich. Ich bin immer egal bei was für einem Sport, ich bin immer für den Außenseiter. Und die Bengals werden als Außenseiter gehandelt und ich bin auch für die Bengals. Auch wenn ich tief im Herzen glaube, dass die Rams das machen werden. Und bei den LA Rams, wer es nicht weiß, ein ehemaliger Raider ist im IPP-Programm für die LA Rams unterwegs. Der Max Pircher hat 2019 bei uns gespielt und wird die Möglichkeit haben, den Super Bowl sich von der Sideline anzuschauen. Und jemand anderes hier im Raum wird die Möglichkeit haben, sich den Super Bowl von der Tribüne anzuschauen, was auch ziemlich cool ist, Adrian. Ja. Bist du schon nervös? Ja, bin schon gespannt. Wird geil. Ja, wird auf jeden Fall. Ich werde versuchen, flitzen werde ich nicht, aber mach's bitte auffallen nicht. irgendwie. Komm bitte so zurück, dass du keinen Anwalt brauchst. Okay, passt. Ja, also mach Kein Versicherungsanwalt. Kein Versicherungsanwalt. Versuche nicht, Eminem zu tackeln in der Halftime-Show. I was about to say, the halftime show should be really good. Oh ja, der Halftime-Show gonna be awesome. Really, really good. I'm excited. Me too. Also, wir sind für die Bengals. Wir werden uns einen geilen Super Bowl anschauen. Wir hoffen, ihr hattet heute viel Spaß mit uns. Und wir kommen, bevor wir Tschüss sagen, zu unserem letzten Topic, unsere Spotify-Playlist. Und wir fangen mit Sean an. Sean, your song. I changed it Okay. now that you said the halftime show. Ja. So I want to go early M&M's. Let's go the real Slim Shady. That's a good song. The Real Slim Shady from Eminem. Please stand up. Please stand up. Please stand up. Ja. Adrian? Marinade from Dope Lemon. Das kennt wieder keiner. Yeah, I was telling you. Yeah. Dope Lemon. Yeah. Marinade. Na. Ja, genau. Sehr gut, muss ich mir dann anhören. I'm interested. Zur Playlist hinzufügen, Pirates Cove. Und ich nehme Freaks von Surf Curse. Sag mal nichts. Freaks Surf Curse. Hören wir uns dann auch an. It's a short song. Ja, true. Und wer unsere Pirates Cove Playlist noch nicht abonniert hat, muss das unbedingt machen, weil wir da immer die Songs auch von unseren Gästen und natürlich auch von... 45 songs? Ja. I figured it'd be more. Da ist der Link, könnt ihr folgen, zieht es euch rein. Und dann komme ich auch schon zu meinem letzten Wunsch an euch. Wir wachsen und wir finden es immer cool, dass neue Leute auch bei der Pirates Cove einschalten. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr alle unsere Kanäle abonniert, weil so generieren wir einfach eine große Fanbase. Und das kostet niemanden irgendwas und ist absolut hilfreich für uns, damit wir weiter wachsen können und viele Leute unseren Content sehen. Und da wäre ich euch oder wir euch sehr verbunden, wenn ihr das machen würdet. Kommen wir nun zu den letzten Worten und fangen wir mit Adrian an. Adrian, deine letzten Worte an unsere Audience. Ja, danke mal. Da ist die Kamera. Achso, ja, danke an Paul und Sean für den heutigen Abend. War sehr schön mit euch den Abend zu verbringen, sehr romantisch. Ja. Zu schauen. Das berührt mich sehr. Und ja, an eure Fans, holt euch die Tickets, auch wenn es jetzt nur AFL-Tickets sind, ELF-Tickets auch holen. Und abonniert YouTube-Kanal. It's oftentimes that our guests are so good at these last words. You don't prepare them at all. I'm also good, you're not good. True. True. Your last words. Ciao, cacao. Hey, have a good weekend. Enjoy the Super Bowl and do everything Adrian just said.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschauen. Es war wieder super lustig. Es hat Spaß gemacht. Wir freuen uns aufs nächste Mal wieder mit ganz vielen spannenden News. Und wir schicken jetzt die beiden hier zum Testing, damit sie stärker, schneller, größer There's werden. not enough weight! Genau. Oh. Mir hat es viel Spaß gemacht. Bleibt gesund da draußen. Es war super cool. Schöne Woche noch. Schönen Super Bowl. Und feiert euch, feiert uns. Wir sehen uns bald. Wir haben euch lieb. Führt euch. Ciao dabei. Ciao dabei. Put some spice on that one.